Kochen 8.5.2018 mit Fernsehkoch Selzer-McKenzie YouTube. Kartoffelsalat mit leichtem Joghurtdressing. Die Kartoffeln schälen, würfeln und in Salzwasser gar kochen. Abgießen und abkühlen lassen. Die Zwiebeln und den Knoblauch schälen und fein hacken. Den Apfel und die Radieschen waschen und würfeln. Die Kartoffeln, die Zwiebeln, den Knoblauch, die Apfelwürfel und die Radieschen mischen. Den Joghurt und die Mayonnaise verrühren und unter den Salat mischen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Lauchzwiebeln waschen, in Ringe schneiden und darüber geben. Ca. 192 Kilokalorien /79.711, 5,2 Gramm Eiweiß, 4,9 Gramm Fett, 30,5 Gramm Kohlenhydrate, Klammer auf pro Portion, Klammer zu. Die Eier trennen und das Eiweiß mit dem Salz zu festem Schnee schlagen. Das Eigelb mit 2 türkische Lige Zucker verquirlen, die Milch und das zuvor fein gesiebte Mehl hinzugeben. Mit einem Schneebesen so lange verrühren, bis der Teig klümpchenfrei ist. Den Eischnee vorsichtig unterheben. Die Butter in eine Pfanne bei mittlerer Hitze schmelzen lassen und den Teig hineingießen. Die Rosinen darüber streuen. Den Schmarrn anstocken lassen und durch vorsichtiges Anheben prüfen, ob der Teig auf der Unterseite eine bräunliche Farbe bekommt. Sobald dies der Fall ist, den Teig mit einer Gabel in Stücke reißen und wenden, bis auch die andere Seite goldbraun angebacken ist. Den restlichen Zucker darüber streuen und die Teigstücke in der Pfanne schwenken, bis der Zucker karamellisiert. Mit Puderzucker bestreut servieren. 2340 Kilokalorien durch 1422 Kilojoule, 7,4 Gramm Eiweiß, 14,6 Gramm Fett, 42,4 Gramm Kohlenhydrate, Klammer auf pro Portion, Klammer zu. Kalte Gurkensuppe mit Nordseekrabben. Die Gurken schälen und in Würfel schneiden. Die Avocado entkernen und das Fruchtfleisch herauslösen. Den Dill waschen, trocknen und hacken. Die Gurken, die Avocado, den Dill und den Zitronensaft mischen und alles fein pürieren. Den Joghurt, den Senf, den Essig und 150 Milliliter kaltes Wasser unterrühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Suppe mindestens eine Stunde kalt stellen und mit Nordseekrabben und Dill garniert servieren. 211. Ca. 246 Kilokalorien durch 1020 Kilojoule, 17,2 Gramm Eiweiß, 10,4 Gramm Fett, 19,3 Gramm Kohlenhydrate, Klammer auf pro Portion, Klammer zu. Zutaten für 4 Portionen: 900 Gramm Salatgurken, eine Avocado, 1 Bund Dill, 3 Esslöffel Zitronensaft, 400 Gramm Joghurt, 3 türkische Lige Senf, 3 Esslöffel Essig, Salz und Pfeffer, 200 Gramm Nordseekrabben, Klammer auf gekocht und geschält, verzehrfertig, Klammer zu. Zutaten: 100 Gramm Hähnchenbrustfilet, 2 Handvoll Blattsalat, 3 Kirschtomaten, 1 Esslöffel Petersilie, gehackt 2 kleine Pellkartoffeln vom Vortag, 1 kleine rote Zwiebel, 1 Esslöffel weißer Balsamico-Süßig, Salz und Pfeffer, 1 hart gekochtes Ei, 10 Gramm Walnusskerne. Gef in Split gewinnen Sie 1 von 10 coolen Outfits aus Sophia Thiels Sportkollektion für A1D1 Süd. Beantworten Sie dafür folgende Frage: Was ist Ihre persönliche Strategie, um den inneren Schweinehund zu überwinden und Sport zu machen? Antwort: In der Zeit vom 18. Mai 2018 9 Uhr bis zum 22. Mai 2018 23:59 Uhr. Per E-bis-E-Mail an die @.de/Thielen angegebene E-bis-E-Mail-Adresse senden. Dort erhalten Sie jeweils auch Rationen zur Teilnahme. Die Outfits sind in den großen 5, M oder L verfügbar. Bitte gehen Sie Ihre Kleidergröße an. Die Gewinner werden per Los ermittelt und per E-bis-E-Mail benachrichtigt. E-Unternehmensgruppe Aldi Süd sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnehmer gültigen Wohnsitz in Deutschland haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Weitere Singungen finden Sie auf aldi-süd.de. So geht's: Das Hähnchenfleisch trocken tupfen und in Streifen schneiden. In einer beschichteten Pfanne ohne Fett rundum goldbraun braten. Den Salat, die Tomaten und die Petersilie waschen und putzen. Die Tomate in Spalten schneiden, die Petersilie fein hacken. Die Kartoffeln pellen und in Würfel schneiden. Die Zwiebel schälen und in Ringe schneiden. Alle Zutaten in einer Schüssel vermengen. Den Essig, die Petersilie, Pfeffer und Salz hinzufügen.
Das Ei pellen, in Spalten schneiden und zusammen mit den Hähnchenstreifen auf dem Salat verteilen. Zum Schluss mit den Walnusskernen bestreuen. Ca. 492 Kilokalorien / 2039 K, 38,6 Gramm Eiweiß, 15,2 Gramm Fett, 46,9 Gramm Kohlenhydrate, Proportion, Sophias Food Info. Walnüsse sind der ideale Snack zum Knabbern, denn sie enthalten reichlich B bis V-Vitamine und helfen, bei Stress leichter Ruhe zu bewahren und konzentriert zu bleiben. Walnüsse sind zudem eiweißreich und stecken voll gesunder Omega-3-Fettsäuren. Den Dill waschen, trocknen und hacken, mit dem Frischkäse und dem Zitronensaft vermischen, mit Salz und Pfeffer abschmecken, vom Toastbrot die Rinde abschneiden, auf eine mit Pergamentpapier ausgelegte Platte 3 Scheiben Brot als Boden nebeneinander legen. Ein Viertel der Frischkäsecreme darauf streichen und 100 Gramm Lachs darauf verteilen. Eine weitere Brotschicht darauf stapeln und wiederum ein Viertel der Creme und 100 Gramm Lachs darauf schichten. Eine dritte Schicht Brot auflegen. Mit der restlichen Creme die gesamte Torte oben und an den Seiten bestreichen. Die Gurke waschen und in feine Scheiben schneiden. Die Brottorte mit den Gurkenscheiben und dem restlichen Lachs sowie Pfeffer und Dill dekorieren und vor dem Servieren ca. 30 Minuten in den Kühlschrank stellen. Für ca. 227 Kilokalorien / 940 Kilojoule, 15,7 Gramm Eiweiß, 13,2 Gramm Fett, 9,6 Gramm Kohlenhydrate, Proportion, Zutaten für ca. 10 Scheiben. Den Zucker und die Hefe vermengen. Das Mehl, ein Viertel Teelöffel Salz, das Olivenöl und 175 Milliliter lauwarmes Wasser hinzugeben. Die Zutaten zu einem glatten Teig verkneten und an einem warmen Ort etwa 40 Minuten gehen lassen. In der Zwischenzeit den Ziegenkäse in Scheiben schneiden, die Zwiebeln schälen und in Streifen schneiden. Die Erdbeeren waschen, trocken tupfen, putzen und halbieren. Den Teig halbieren und jede Hälfte auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech dünn ausrollen. Mit Decke und Nefraiche bestreichen, mit Salz und Pfeffer würzen. Die Böden mit den Zwiebelstreifen, dem Ziegenkäse und den Erdbeeren belegen und mit Kräutern bestreuen. Im vorgeheizten Ofen bei 200 Grad Ober- und Unterhitze, auf 180 Grad Umluft, auf mittlerer Schiene 10 Minuten backen. Ca. 334 Kilokalorien / 1387 Kilojoule, 6,5 Gramm Eiweiß, 20,9 Gramm Fett, 55,4 Gramm Kohlenhydrate, Proportion, Zutaten, eine türkische Lira Zucker, 1,5 Würfel frische Hefe, 300 Gramm Mehl, Salz, 3 Esslöffel Olivenöl, 200 Gramm Ziegenkäserolle, 500 Gramm Zwiebeln, 250 Gramm Erdbeeren, 200 Gramm Crème fraîche, Pfeffer, frische Kräuter nach Belieben, zum Beispiel Thymian, Alle Zutaten bis auf den Sesam mit 500 Milliliter lauwarmem Wasser in eine Schüssel geben, zu einem dünnflüssigen Teig vermischen und auf 2 mit Backpapier ausgelegten Blechen verstreichen. Je dünner die Teigschicht, desto knuspriger wird das Knäckebrot. Den Sesam darüber streuen und im vorgeheizten Ofen bei 190 Grad Ober- und Unterhitze, auf 170 Grad Umluft, 50 bis 60 Minuten backen. Nach 15 Minuten das Brot in ca. 10 Stücke schneiden und danach fertig backen. Gut auskühlen lassen und luftdicht verpackt lagern. Ca. 94 Kilokalorien durch 389 Kilojoule, 2,5 Gramm Eiweiß, 5,9 Gramm Fett, 6,9 Gramm Kohlenhydrate, pro Scheibe, Den Feldsalat, beide Sorten Tomaten und das Basilikum waschen. Die Datteltomaten halbieren. Die Erdbeeren waschen, trocken tupfen und putzen. 400 Gramm Erdbeeren, den Mozzarella und die Tomaten in Stücke schneiden und zusammen mit dem Feldsalat, dem Basilikum und den Datteltomaten in eine Schüssel geben. Für die Vinaigrette die restlichen Erdbeeren mit 2 Esslöffel Wasser, dem Zitronensaft, dem Essig, dem Olivenöl und dem Puderzucker pürieren.
über den Salat gießen, alles gut vermischen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Tipp: Wer Rucola zur Hand hat, kann auch davon ein paar Blätter hinzugeben. Ca. 362 K, ein 1500 Erstel Ki, 14,3 Gramm Eiweiß, 26,3 Gramm Fett, 14,3 Gramm Kohlenhydrate, Klammer auf Proportion, Klammer zu. Einem glatten Teig verrühren. Aus dem Teig nacheinander in eine Pfanne mit dem Sonnenblumenöl 5 Pfannkuchen ausbacken. Die Erdbeeren waschen, trocken tupfen und putzen. 150 Gramm Erdbeeren in kleine Stücke schneiden und pürieren. Eine ganze Erdbeere beiseite legen, die restlichen Erdbeeren halbieren. Die pürierten Erdbeeren mit dem Quark und dem Vanillenzucker verrühren, die Sahne steif schlagen und vorsichtig unterheben. 4 Pfannkuchen mit der Erdbeercreme bestreichen und die halben Erdbeerstücke darauf verteilen. Die Pfannkuchen aufeinander stapeln. Den 5. Pfannkuchen darauf legen und mit der ganzen Erdbeere dekorieren. Zimtschnecken einfach und köstlich. 500 Gramm Mehl, die Hefe, die Milch, den Zucker und 80 Gramm Butter vermischen und zu einem glatten Teig verkneten. Mindestens 30 Minuten an einem warmen Ort gehen lassen. Den Teig noch einmal kneten und auf einer mit dem restlichen Mehl bestreuten Arbeitsfläche zu einem dünnen Rechteck ausrollen. Die restlichen 100 Gramm Butter schmelzen und über den Teig gießen, mit braunem Zucker und Zimt bestreuen, den Teig von der Längsseite aufrollen, von der Rolle ca. 1 cm breite Scheiben abschneiden, die Schnecken auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech legen und 15 Minuten ruhen lassen. Im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze, Klammer auf 160 Grad Umluft, Klammer zu, 15 bis 20 Minuten backen, abkühlen lassen und mit Puderzucker bestreut servieren. Ca. 183 Kilokalorien / 757 Kilojoule, 0,6 Gramm Eiweiß, 6,8 Gramm Fett, 19,4 Kohlenhydrate, Klammer auf pro Stück, Klammer zu. Zutaten für 30 Zimtschnecken: 520 Gramm Mehl, 1 Würfel Hefe, 250 Milliliter Milch, Klammer auf lauwarm, Klammer zu, 80 Gramm Zucker, 180 Gramm Butter, Klammer auf weich, Klammer zu. 125 Gramm brauner Zucker, 3 Esslöffel Zimt, Puderzucker zum Garnieren. Mandeltarte mit cremiger Füllung, die Sahne und den Zucker vermischen und kurz aufkochen. Vom Herd nehmen und etwas abkühlen lassen. Die Eier trennen, 3 Eiweiß beiseite stellen und das gesamte Eigelb unter die Sahne rühren. Bei niedriger Hitze unterrühren, langsam erwärmen, bis eine dickliche Creme entstanden ist. Achtung, nicht kochen. Vom Herd nehmen, mit Frischhaltefolie abdecken und abkühlen lassen. Die 3 Eiweiß steif schlagen und den Puderzucker dabei einrieseln lassen. Die gemahlenen Mandeln vorsichtig unter den Eischnee heben und die Masse in eine gefettete Tateform, Klammer auf Durchmesser 26 cm, Klammer zu, geben. Im vorgeheizten Ofen bei 170 Grad Ober- und Unterhitze, Klammer auf 150 Grad Umluft, Klammer zu, 25 bis 30 Minuten backen. Die Mandelblättchen in eine Pfanne ohne Zugabe von Fett rösten. Die Butter glatt rühren und die Eiercreme nach und nach dazugeben. Die Creme über der fertig gebackenen Tarte verteilen. Die gerösteten Mandeln und den restlichen Puderzucker darüber streuen. 211 ca. 334 Kilokalorien / 138.711 8 Gramm Eiweiß, 23,4 Gramm Fett, 20,3 Gramm Kohlenhydrate, Klammer auf pro Stück, Klammer zu. Zutaten für 12 Stücke: 150 Milliliter Schlagsahne, 125 Gramm Zucker, 6 Eier, 50 Gramm Puderzucker, 120 Gramm gemahlene Mandeln, 60 Gramm Mandelblättchen, Klammer auf zum Verzieren, Klammer zu, 100 Gramm Butter, Klammer auf weich, Klammer zu. Die Aubergine waschen, trocken tupfen und in ca. 1 cm dicke Scheiben schneiden. Die Scheiben kräftig salzen und zum Abtropfen in ein Sieb schichten. Die Zwiebel und den Knoblauch schälen und fein hacken. Die Zucchini und die Paprika waschen, putzen und würfeln. Mit der Zwiebel und dem Knoblauch in einem Topf mit dem Olivenöl anrösten.
Die passierten Tomaten dazugeben, mit etwas Zucker, Salz und Pfeffer abschmecken und bei mittlerer Hitze 30 Minuten köcheln lassen. Die Pasta in reichlich Salzwasser bis fest kochen. In der Zwischenzeit die Auberginenscheiben mit Küchenpapier abtupfen. Zum Panieren das Mehl, den Sojadrink und das Paniermehl jeweils in einen tiefen Teller schütten und die Auberginenscheiben nacheinander im Mehl, im Sojadrink und im Paniermehl wälzen. In eine Pfanne mit dem Speiseöl portionsweise von jeder Seite 3 Minuten braten. Die Pasta mit der Soße und den Auberginen anrichten. Ca. 528 Kilokalorien durch 2189 Kilojoule, 17 Gramm Eiweiß, 25,2 Gramm Fett, 59 Gramm Kohlenhydrate, Klammer auf pro Portion, Klammer zu. Zutaten für 2 Portionen: eine Aubergine, eine Zwiebel, 2 Knoblauchzehen, 1 Zucchini, 1 Paprika, Klammer auf rot, Klammer zu, 1 Esslöffel Olivenöl, 500 Gramm passierte Tomaten. Zucker, Salz und Pfeffer, 250 Gramm Pasta, 150 Gramm Mehl, 100 Milliliter Sojadrink, 50 Gramm Paniermehl, 5 Esslöffel Speiseöl.